Guten Morgen, Tag Nummer 3 auf Kuba. Ja, unsere Pläne haben sich ein bisschen geändert. Eigentlich wollten wir heute irgendwie noch so ein bisschen in die Stadt, vielleicht irgendwie ein bisschen einkaufen. Aber gestern Abend haben wir Mario getroffen und Mario hatte uns vor ein paar Tagen eine E-Mail geschickt. Er ist Deutscher oder halb Deutsch, halb Italiener oder irgendwie so. Und er wohnt seit 25 Jahren auf Kuba. Es war mega interessant mit ihm. Und vor allem macht er seit 15 Jahren geführte Fahrradtouren auf Kuba. Das heißt, ja, er kennt sich mega gut aus auf Kuba. In Bezug auf allgemein Geschichte und Situation und alles Mögliche. Da haben wir gestern ganz intensiv drüber geredet. Aber zum anderen halt auch, was Fahrradfahren angeht. Welche Routen, welche Straßen man nehmen soll, welche Städte schön sind. Hat uns ganz viele Vorschläge gestern gemacht. Ja, und heute machen wir mit ihm eine kleine Radtour durch die Stadt. Und zwar, wir werden mit E-Bikes fahren. Das erste Mal für uns, dass wir mit einem E-Bike fahren werden. Haben wir vorher, oder du auch noch gar nicht, oder? Noch gar nicht. Ich bin richtig gespannt, wie das sich anfühlt, auf einmal viel schneller zu fahren, als man denkt. Ja, mit Rückenwind. Genau, wir laufen jetzt zu seiner so Reiseagentur, wo er arbeitet, wo er seine Werkstatt hat. Und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Buenos dias. Morgen. Und wie ist euch ergangen? Sehr gut. Seid ihr nach Hause gekommen? Seid ihr gut nach Hause gekommen? Ja, wunderbar. Also, ist es okay, wenn ich ein bisschen hier filme und so weiter und du auch ein bisschen dabei bist? Ja, natürlich. Ich denke auch, ich habe den ja auch, es gibt es ja umsonst, ne? Ich gesagt habe, ich kenne euch aus dem Internet seit Monaten und so, habe ich mit meinem Chef gesprochen und habe gesagt, hey, das ist für uns die beste Werbung. Ich habe ein bisschen so, ne, ihr habt tausende von Followern und so. Also wenn da irgendwie mal auch hier Caribbean Tour erscheint, so okay, dann zeige ich ihm das. Ne? Pedal Weil das Kuba kann with schon öfters Expert. machen, weil ich finde das okay. Caribbeantours.ch. Guck mal mit der Sattelhöhe, ob das okay ist so. Und wie fühlt sich an? Oh nein, das ist schon weg. Die Kamera schafft es gar nicht, dich zu fangen. Okay, wir haben Mario jetzt getroffen. Ich habe ihm ja schon ein bisschen erzählt. Wir haben uns gestern Abend schon fleißig mit dir unterhalten. Ne? Und ist ja echt krass. Du lebst seit 25 Jahren in Kuba, oder? Das ist ja echt unglaublich. Wir haben gestern stundenlang darüber geredet. Das jetzt irgendwie so in ein paar Wörtern zusammenzufassen, ist ja kaum möglich. Aber sag mal, wie bist du eigentlich nach Kuba gekommen? Wieso hast du dich dazu entschieden, nach Kuba zu kommen, vor 25 Jahren? Ja, das erste Mal war ich vor 28 Jahren auf Kuba. Vor 28 sogar in schon. der Arbeitsbrigade. Ich bin dann ein paar Jahre gependelt, hatte dann auch 2 Wohnsitze eine Zeit lang, also ein Wohnsitz damals in West-Berlin und in Pinar del Rio. Das war natürlich dann irgendwann finanziell nicht mehr tragbar. Und wir haben uns dann entschieden, also meine damalige Frau und ich, wir haben uns dann entschieden, in Kuba zu bleiben, weil sie wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben. Sie war ein paar Monate in Berlin, hat ihr aber überhaupt nicht gefallen. Und ich bin hängen geblieben dann. Ne? Ja. Und also dir scheint es hier sehr gut zu gefallen. Also viele Leute sagen ja auch irgendwie immer, Kuba so einmal für den Urlaub oder so. Danke. Ist ganz nett so, irgendwie ein paar Wochen oder so, aber dann irgendwie wollen die Leute auch mal wieder irgendwie gutes Essen oder irgendwie halt so eine sichere Versorgung von irgendwie alltäglichen Dingen und das sind hier irgendwie Probleme. Aber dir scheint es ja irgendwie doch gut zu gefallen. Was gefällt dir so besonders gut an Kuba? Was ist so das? Naja, bei mir hat sich das gedreht. Ne? Bei mir ist es so, ich bin gerne mal im Urlaub in Deutschland, aber nach 2-3 Wochen ist mir das dann nicht zu viel, dann komme ich lieber wieder zurück. Ne? Ja. Es hat sich halt total gedreht. Du hast natürlich als jemand, der aus Deutschland kommt, in Kuba, musst du Abstriche machen, was materielle Dinge angeht. Ne? Aber dafür hast du halt andere Dinge, die das Leben auch lebenswert machen, zum Beispiel Zeit. Ne? Ich habe viel Zeit, ich kann mit meiner Tochter Gitarre spielen, ich kann mal ein Buch lesen. Früher, ich habe es gestern ja schon erzählt, war Buchlesen immer so abends noch eine Seite und dann einschlafen. Und hier in Kuba, man ist Zeitmillionär, sagen ja die Kubaner auch. Uns fehlt es an vielen, aber wir haben Zeit.
cool. Und das hat mich damals total fasziniert, weil ich war Geschäftsführer in einer Spedition, ich hatte einen 14-Stunden-Tag. Ne? Ja. Und ich habe manchmal im Büro geschlafen, weil es sich nicht mehr gelohnt hat, nach Hause zu fahren. Und in Kuba war plötzlich, ja, du hast Zeit, mit deinen Freunden was zu machen. Ja, mit meiner Tochter oder mit dir auch, dass du selber für dich Zeit hast. Ne? Einfach Lebenszeit, über die du frei verfügen kannst. Wie schön. Ne? Ja, was ja so wichtig ist, was viele Leute halt irgendwie nicht haben, ja, wie du halt sagst. Es geht nur Arbeit, Geld verdienen. So in Deutschland so diese Mentalität. Ja, dieses Hamsterrad halt, ne, Ja. was in Deutschland ist. Ja, ich denke, als ich 50 wurde, ist mir halt klar geworden, dass die Hälfte von meinem Leben rum ist. Ne? Also, und dass es halt eine Lebensqualität ist, Zeit zu haben, ne? Über die man frei verfügen kann. Einfach 3 Stunden Gitarre zu spielen oder so. Das wäre für uns in Deutschland. Gibt es wenig Leute, die sich das leisten können. Ne? Wirklich so Freizeit zu haben auch. Ne? Mal von dem ganzen Einkaufen gehen. Du bist ja da auch in so einem Ding drin, ne? Wo du hast ja letztendlich täglich, vielleicht wenn du Glück hast, 1 Stunde oder 2 Zeit für dich. Ja. Und die wird dann oft noch eingenommen, dass die Leute den Fernseher anschalten, ne? Und gucken, ob da irgendwas kommt, was sie unterhält. Ne? Und meistens ist ja nicht so. Ne? Hast halt 2 Stunden im Fernsehen gesucht und es war nichts dabei, was dich eigentlich weitergebracht hat. Ne? Ja, was soll man sagen? Fährt sich extrem gemütlich auf dem E-Bike. Man muss ab und an mal so ein bisschen in die Pedale treten und dann rollt man mal wieder und dann tritt man wieder so ein ganz bisschen. Also sehr, sehr angenehm. Guck mal, ich habe noch 65 Kilometer Reichweite. Kann man schon ziemlich gemütlich von A nach B kommen. Also für die Stadt ist das, denke ich, definitiv irgendwie das, worauf man verstärkt setzen sollte. Das ist absolut perfekt für individuellen Transport in der Stadt. Das ist halt ein kleines Fahrrad, nicht irgendwie so ein verdammtes riesiges Auto, wo dann eine Person drin sitzt. Kommst schnell hin und her. Super, bringt eine Menge Spaß. Wie ist es bei dir? Ja, Fährt sich gut? Finde ich, wie man beim Ampeln dann losfährt. Ja, man düst echt einfach, einfach los. Ja. Wie Gas geben, wie beim Auto. Nicht erstmal so 3-mal kurbeln. Das hohe Gebäude da vorne ist die sogenannte Wodka-Flasche von Havanna. Und zwar war das früher die sowjetische Botschaft. Heute ist das die russische Botschaft und das ist ein riesiges Gelände. Und ja, als das gebaut oder gegründet oder eröffnet wurde oder so, haben die Kubaner das dann einfach Wodka-Flasche getauft, was ziemlich gut ist. Das ist hier war früher praktisch so ein Strandgebiet für die Leute, für die Einheimischen hier in Havanna. Das war jahrelang zerstört von den Hurricanes, jedes Mal mehr. Ne? Und haben jetzt wieder angefangen zu restaurieren, ne? Mit den Schirmchen. Ja. Und diese ganzen Stände sind wie so offene Strandrestaurants. Und das für die Leute, dass die halt abends hierher kommen, ist jetzt weniger ein Strand, sondern mehr so ein Vergnügungspark. Ist auch so ein kleiner Vergnügungspark da hinten für Kids. Und ich finde es schön, dass das Gelände jetzt wieder nutzen, weil so direkt am Meer ist halt auch schön abends da zu sitzen, ist bei Jugendlichen total beliebt. Und auch aus dem Grund, dass hier die Preise festgelegt sind. Das heißt, der Staat hat gesagt, hier darf ein Bier maximal 1,60 kosten. Das heißt, es ist nicht so ein Platz, wo dann durch den Tourismus plötzlich eine Büchse Bier 3 oder 4 kostet, sondern hier können auch die Einheimischen hin, weil es halt vom Staat praktisch festgelegt ist, was die Sachen kosten dürfen. Ne? Also maximal Preise festgelegt wurden. Ja, ja. Und hier drüben seht ihr, das gibt ein neues Hotel. Ne? Das ist eine von den Sachen, die im Augenblick mit ein bisschen oder auch mit Sorgen beobachtet, dass die spanische Hotelketten in Kuba investieren. Ich frage mich manchmal, ob sie das wirklich machen, weil sie davon ausgehen, dass so viel Tourismus in Kuba, also dass da noch so viel steigt, oder weil es einfach eine sichere Geldanlage ist. Ne? Weil in Europa ist ja Geldanlegen im Augenblick
Nullzins. Ne? Ja. Und der kubanische Staat garantiert ja dafür, dass die Investition sicher ist. Ah, okay, Das ist ja meistens Joint Venture so für eine bestimmte Zeit auch. Also nach 15 oder 20 krass. Jahren gehen die Hotels dann in kubanische Hand über. Aber der Investor, der kriegt sein Geld auf jeden Fall zurückgarantiert, auch wenn das Hotel 15 Jahre leer stand. Ne? Ach, wie krass. Und deswegen habe ich manchmal so einen Eindruck, die bauen hier nur, weil es eine gute Geldanlage ist. Ne? Weil ich weiß nicht, an jeder Ecke und Ende in Havanna wird gerade gebaut. Ne? Und halt durch immer 5-Sterne-Hotels. Ne? Und das ist jetzt nur der Außenbereich. Wir fahren jetzt mal dahin, wo er wohnt. Das ist wirklich so LSD-Trip-mäßig. Wie hieß der Künstler noch? Fußterra. Fuster? Mal Gegenwind und da merkt man das halt auch mega gut mit dem E-Bike. Kann ganz gemütlich fahren, als wenn man Rückenwind hätte, aber der Wind kommt von vorne. Verrückt. Echt verrückt, keine Ahnung. Sind jetzt fast 50.000 Kilometer mit unseren normalen Fahrrädern gefahren. Jetzt auf einmal E-Bike. Jetzt fahren wir einmal durch den Stadtpark von Havanna. Diese Straße, die geht da irgendwie einmal so quer durch. Wow, das sieht echt abgefahren aus. Krass. Cadillac. Carburador mecánico doble. Y este igual. 4, que el vino es de fábrica, 4 bolas mecánicas. Cuando pasaba Aber am besten finde ich der Kontrast eigentlich. 56 mil pago. Die Autos und dann die Ladas, dass die auf einmal alle piensen zusammenkommen. en el 56. Zwei Welten, die zusammenkommen. Oder? Ja, Das ist schon, verrückt. absolut. Echt krass, ja. Ist halt noch Blech. Oh, sehr gut. No hay. No Plastico. No, no. Oh wow. Ja, aber das ist halt Es un camión. Ja, das ist ein Irgendein anderer. Kleinbusmotor. Ne? Das ist Ein nicht Kleinbusmotor. Ja, das ist ein, kennt die Kiste um Hyundai? Isuzu, no, Ah, Isuzu, Japón. Aha. Ein japanischer Motor vom Bus. Pero para ponerlo Super. a la tracción, eso hacen los cubanos, ¿no? wie krass, wie die das hier dann Kubaner alles haben praktisch zusammenbasteln. Ja, die haben das erfunden, die haben einen Adapter erfunden, dass du an den Chevy, an Cadillac, an das Getriebe, diese Isuzu und auch diese Toyota-Busse, die es viel in Afrika gab, mit diesem Luftrohr außen. Ja, Vielleicht kennen Sie noch so 10, 12 Sitze waren El das. cambio de velocidad es de Toyota Corolla, Aha, sie, da hat, de 5 velocidades. die Schaltung Y ist en la von transmisión, Toyota. el diferencial sí es de él. Ja, und was er im Original hat, ist Differential und die Achsen, aber Motor ist vom Isuzu Kleinbus, ne? Weil krass. das halt vom Gewicht auch herkommt. Ne? Der wiegt 2,5 Tonnen, das ist genau Ja. so, was so ein Kleinbus auch hat. Ne? Das passt halt dann gut. Aber um den anzuflanschen, ans Getriebe, den Adapter, den haben sie in Kuba praktisch hergestellt. Ne? In so Ja. einer kleinen feinmechanischen Fabrik machen die den. Ne? Ja, da kannst du. Ja, passt gut was rein. Geil. Oder Camioneta. El Lada, Lada. Lada. Aquí sí.
Der Lader passt hinten in den Kofferraum rein. Paul. Das war die E-Bike-Tour. Ziemlich cool. Was meinst du? Hat es dir gefallen? Ja. Fahren wir jetzt nur noch mit E-Bike? Ja, sieht so aus. Auf jeden Fall am besten fand ich Start, dass man sofort losfährt. Und die Berge. Ja. So ein, zwei kleine Hügel hatten wir auch. Ja. Geht schon gut ab. Bockt. Machst du eigentlich nur die City-Touren mit den E-Bikes oder auch die Touren durch ganz Kuba? Wir haben auch Trekking-Bikes, ne? Ah, ja. Mit Motor, Ja. aber mit Begleitfahrzeug. Ist natürlich ein Bus dabei und ein Mechaniker, der sich darum kümmert, ne? Und abends die Batterien lädt und so. Im Augenblick haben wir 15 E-Bikes auf Tour. Ah, okay, ist gerade eine Tour am Laufen. Ja. Und es werden deutsche Räder auch, also wahrscheinlich Riese und Müller, kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ja. So eine Darmstädter, die machen eigentlich richtig gute Bikes auch. Und ich habe einen Freund in Frankfurt, der hat mir da so zum Sonderpreis, haben wir da jetzt 12 bestellt. Ah, okay. Jetzt wartet ihr, bis die hier ankommen. Ja, jetzt warte ich, bis die ankommen. Ja. Ich hoffe natürlich, dass die dann auch rumfahren. Ne? Also dass der Tourismus nicht so einbricht, dass die mich hier verstauben dann. Ne? Weil das war schon eine große Investition jetzt für uns. Also für meinen Bereich, weil ich bin ja nur ein kleiner Teilbereich von der Firma. Ne? Ja. Also die machen, hast du ja gesehen, die machen da Tauchurlaub. Ja, alles möglich. Hier ist ein Riesenhaus. Ja. Leute arbeiten insgesamt bei 70 uns. Leute. Also nur hier jetzt Ja, nur in, hier. in Kuba. Und die machen also für fast alle englisch-, französisch- und deutschsprachigen Agenturen praktisch die Firmen. Also wir haben keine Direktkunden, ne, im Prinzip. Ganz wenig. Sondern Nur über Get Your Guide, Ja. im Internet oder so kannst du uns buchen. Aber eigentlich buchen uns deutsche Reiseveranstalter, die eine Reise nach Kuba verkaufen und wir machen die dann. Okay, wir sind wieder zu Fuß unterwegs. Die E-Bikes wieder zurückgegeben. Uns von Mario verabschiedet. Ja, ich glaube, wir müssen, also morgen fahren wir weiter mit unseren Fahrrädern. Ich weiß nicht, was das werden soll. Ich glaube, wir müssen zurück und gegen die E-Bikes tauschen, oder? Ja. Das war super cool. Ja, Mario hatte uns halt, weiß ich nicht, irgendwie vor ein paar Tagen eine E-Mail geschrieben, meinte halt, wow, ihr kommt nach Havanna. Ich folge euch schon so lange, ich habe schon alles von euch gelesen und so weiter, mir die Videos angeschaut. Ja, super euch zu treffen. Und ja, das war es auch. War ein richtig cooler Tag heute und gestern Abend hatten wir ihn halt auch schon getroffen und zusammen ein paar Bierchen getrunken. Ja, das war super, hat uns echt eine Menge erzählt zu Kuba, zu der Geschichte. Jetzt heute auch zu Havanna, die ganzen unterschiedlichen Orte, die wir gemeinsam besucht haben. Das war ziemlich cool. Richtig schöner Tag. Ja, wir müssen mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen einkaufen, also ein bisschen Gemüse zumindest. Das wäre vielleicht ganz clever, das hier vorher noch zu holen in Havanna. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie heute machen noch oder morgen ansonsten. Ja, keine Ahnung. Sehen wir mal. Ich glaube, das Video ist jetzt lang genug geworden für heute. Und ansonsten sehen wir uns halt morgen, Tag 4 in Kuba und Tag Nummer 1 quasi auf unseren Fahrrädern, also der erste richtige Fahrradfahrtag. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns morgen. Ciao. Hola, hola. Ciao, ciao. Adios.